Guten Morgen aus Maputo in Mosambik. Greg und ich haben für die nächsten 7 Tage ein Auto gemietet und ich weiß noch nicht, ob das eine gute Idee war, aber genau darum geht es in diesem Video. Warum ich gesagt habe, dass wir uns nicht sicher sind, ob das eine gute Idee war, ist, weil wir an der Grenze von Südafrika nach Mosambik schon einige Probleme mit Bestechung hatten und die Polizei hier allgemein dafür bekannt ist, dass sie einen gerne mal an die Seite winkt. Bisher hat aber alles super funktioniert. Wir sind hier bei der Win Rental Car Company angekommen. Greg erledigt gerade den Schreibkram. Dann steigen wir ins Auto und schauen einfach mal, was auf uns zukommt. Que tem cada dia. Tem 150 quilômetros. Den ersten Tipp für Mietautos in Mosambik kann ich euch schon nach 5 Minuten Fahrt geben. Nehmt nicht an, dass es hier Vorfahrtsregeln gibt. Jeder fährt, wie er will, deshalb muss man wirklich aufpassen, dass einmal nicht jemand hinten rein oder in die Seite fährt. Der zweite Tipp wurde uns gleich von mehreren Seiten bestätigt. Gebt dem Polizisten keinen Grund, euch anzuhalten. Das heißt, macht keine crazy Manöver und vor allem haltet euch an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Auf der Autobahn kann man ja 120 fahren, in den meisten anderen ländlichen Gebieten sind jedoch 60 angesagt. Also, wenn ihr euch nicht sicher seid, haltet euch an die 60 und ihr seid auf der sicheren Seite. Nicht direkt ein Tipp, aber was man auf jeden Fall wissen sollte, ist, dass man hier in Mosambik auf der linken Straßenseite fährt. Also es ist schon ein bisschen ungewohnt, aber ja, im Endeffekt Gewöhnungssache. Wir sind jetzt tatsächlich schon ein paar Mal auf Polizeipatrouillen getroffen, mussten aber noch keinmal wirklich anhalten, nur langsamer fahren. Und natürlich haben wir nicht denen die Kamera ins Gesicht gehalten, weil es könnte natürlich sein, dass sie dann ihre Meinung ändern. Aber bisher, fingers crossed, ist noch nichts passiert. Bisher ist unser Roadtrip wirklich ziemlich glatt gelaufen. Wir bewegen uns von Maputo die Küste hoch bis nach Tofu, das ist unser Endziel. Aber dass da mit 60 Kilometer die Stunde doch alles etwas langsamer ist, haben wir auf halber Strecke angehalten an der Küste in einem Dorf, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, und werden hier die Nacht verbringen. Unterwegs, auf geht's nach Tofu Praia. Let's go! So, wir wurden jetzt tatsächlich das erste Mal von einem Polizisten angehalten, mussten aber nur unsere Fahrzeugpapiere zeigen und durften dann weiterfahren. Was auf jeden Fall ein Tipp von mir noch ist, dass ihr ein paar Wörter Portugiesisch lernt. Selbst wenn es nur Obrigada und Bom Dia sind, das kann den Polizisten schon genug überzeugen.
Strandparadies Tofu Beach. Greg und ich sind für die nächsten 4 Nächte hier und werden einfach nur ein bisschen relaxen. Und ich finde, nach der langen Fahrt haben wir uns das auch wirklich verdient. Unsere Zeit hier in Tofu Beach ist leider zu Ende. Nach 4 Tagen Strand und Sonne treten wir nun den Rückweg nach Maputo an. Aber für jeden, der mit dem Gedanken spielt, in diese Gegend zu kommen und der am Tiefseetauchen, Surfen oder einfach nur Sonnenbaden interessiert ist, dem kann ich Tofu Beach wirklich empfehlen. Es ist ein kleines Paradies und ich bin ein bisschen traurig, dass wir schon zurückfahren. Demorada, e sim. Fala pouquinho português. Fala pouco português. É, Não muito. não muito, não. Um pouco difícil para mim. Pouco difícil. É difícil. Quando está entrar dentro da cidade, tem que apanhar 80, ok. 80 para reduzir, voltar 60. Sim, entendi. Já ainda, se for um sítio onde tem muita aglomeração de pessoas, ainda pode apanhar 40. So, wir wurden jetzt wieder angehalten und ich möchte mal den Fahrer interviewen, warum wir angehalten wurden. Ja, mit Polizei. Ist nicht gut, aber kann ich sprechen in English? Yeah, of course. So, we've been pulled over for going 10 kilometers over the speed limit. We're going 70 kilometers an hour in a 60 zone, which is not good, obviously. And we were told that most people in Mozambique get tickets or have to bribe police because they're going over the speed limit. So I immediately thought that we were gonna have to bribe them. And the cop did say 1,000 would have been the fine, 1,000 meticales, the local currency. But then he let us off. Must be because of your smile. Ja, vielleicht haben wir auch einfach nur Glück gehabt. Maputo angekommen und das Mietauto wohlbehalten abgegeben, muss ich ganz ehrlich sagen, dass mir so ein kleiner Stein vom Herzen fällt. Denn was ihr jetzt in diesem Video gesehen habt, sah vielleicht alles ganz entspannt aus, aber wir haben im Vorfeld dieser Reise wirklich so einige Warnungen bekommen. Wenn man Pech und der Polizist schlechte Laune hat, dann kann man gerade als Tourist mit einer saftigen Geldstrafe rechnen, ob nun begründet oder nicht. Und wir haben sogar schon Horrorgeschichten von Gefängnisaufenthalten gehört. In unserem Fall ist aber Gott sei Dank alles gut gegangen und der Roadtrip hat super viel Spaß gemacht. Gerade unser Endziel, Tofu Beach, war natürlich eine echte Belohnung. Ich kann daher Mietautos in Mosambik wirklich nur empfehlen, gerade weil die Flexibilität und Bequemlichkeit, die man damit hat, einfach unbezahlbar sind. Und weil die Alternative der kleinstöckigen Minibusse nicht wirklich attraktiv ist. Ich würde euch aber auf jeden Fall empfehlen, vorsichtig zu sein, macht Kopien von euren Ausweisen und eurem Führerschein und fahrt auf keinen Fall überm Speedlimit. Vielleicht noch 1, 2 Worte zu den Ausgaben. Wir haben jetzt für eine Woche zu zweit rund 300 € ausgegeben, inklusive Benzin, was ich wirklich einen super Preis finde. Ja, das sind meine Tipps hier aus Mosambik. Falls ihr noch Fragen habt, kommentiert die gerne unter dieses Video. Ich würde mich auch riesig freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, denn unser Afrika-Abenteuer geht noch weiter. Nächste Woche geht es nach Swaziland und dann nach Südafrika. Bis dahin, vielen Dank fürs Reinschalten und tschüss aus Mosambik.